Hallo und willkommen zurück. Heute möchte ich euch mal ein paar Software bzw. ein paar Apps vorstellen, mit denen ich meine Arbeit einfacher gestalten konnte und die ich sehr gerne nutze, die ich euch also heute hier weiterempfehlen möchte. Wer mich ein ganz kleines bisschen länger schon verfolgt oder ein bisschen mehr verfolgt, der weiß, dass ich primär mit Photoshop, Lightroom und Bridge zu tun habe, wenn es darum geht, Bilder zu bearbeiten oder vorher auch auszuwählen, eben mit Bridge. Ich finde, Bridge ist einfach sehr, sehr schön dafür konzipiert, denn man kann immer 4 Fotos gleichzeitig sich anzeigen lassen, man kann die Schärfe nachkontrollieren, man kann Bewertungen in Form von Sternen vergeben und so halt seine Auswahl viel schneller und viel effizienter treffen. Zur Bildbearbeitung, da brauche ich glaube ich nicht viel dazu sagen. Lightroom und Photoshop sind einfach die Go-Tos und ja, da brauche ich auch nicht weiter das ausführen. Ich habe noch ein paar andere Apps, die ihr vielleicht noch nicht kennt und ich würde sagen, damit geht es jetzt direkt weiter. Eine weitere Software zur Fotoauswahl, besonders wenn es um Gruppenfotos geht, wo man eben viele Köpfe checken muss, ob die Augen offen sind, ob die Augen überhaupt zur Kamera gerichtet sind, stellt Narrative Select dar. Die Software erkennt automatisch Gesichter und kann euch eben anzeigen, ob die Augen offen sind, ob die Schärfe überhaupt sitzt oder ob es bessere Varianten gibt. Da wird es gestaffelt in Grün, was super toll ist, Gelb, da ist zum Beispiel der Fokus nicht ganz so, Rot ist der Fokus komplett weg oder alle haben die Augen zu, jetzt mal übertrieben gesagt. Die Software kann ich euch also auch ans Herz legen, um den Zeitaufwand ein bisschen zu minimieren, wenn ihr Gruppenbilder auswählen müsst. Wenn ich die Shootings online stelle für meine Kunden, damit diese die Fotos aussuchen können, oder wenn es um Kita- und Schulfotografie geht, dann bin ich ein großer Fan von Pictures. Dort könnt ihr entweder Feedback-Galerien erstellen, ganz selbsterklärend, ganz einfach und unkompliziert für eure Kunden, oder ihr erstellt eben eigene Galerien für Schulfotografie und Kita-Fotografie zählt da natürlich mit rein. Ihr könnt auch das Angebot nutzen, um Fotoartikel zu verkaufen über Pictures. Also da habt ihr sehr viele Möglichkeiten. Sie bieten auch eine kostenlose Version an, die ist besonders gut, wenn ihr primär Feedback-Galerien verschickt und diese eben immer wieder löscht und nicht so viel Speicherplatz braucht. Dann könnt ihr auch auf die kostenlose Version einsteigen. Ansonsten gibt es da verschiedene Preismodelle, die sich dann staffeln, je nachdem, wie viel Speicherplatz ihr benötigt auf der Seite. So viel zur Software bezüglich Fotoauswahl und Bildbearbeitung. Doch bevor es überhaupt zum Shooting kommt, habe ich da auch ein paar Tools, die ich euch an die Hand geben möchte. Zum einen als Inspirationsquelle Pinterest. Ich habe auch schon mal ein separates Video dazu gedreht. Ich finde, Pinterest ist einfach eine super gute Plattform, um Inspiration zu finden, um Moodboards zu erstellen vor einem Shooting. Also das ist wirklich meine Lieblingsplattform, wenn es um Inspirationssammlung geht. Meine Shootings und alle weiteren Termine inzwischen auch plane ich am liebsten im Google-Kalender. Es mag für den einen oder anderen vielleicht jetzt nichts Neues sein, dass das eine sehr gute App ist. Für mich ist es recht spät dazu gekommen. Ich habe vorher mit anderen Kalender-Apps gearbeitet oder eben mit analogen Kalendern. Aber Google Kalender hat es schon echt gut raus, vor allem wenn ihr mehrere Kalender anlegt, die euch ein- und ausblenden lassen könnt, die Kalender auch mit anderen teilen könnt. Also das Konzept gefällt mir sehr, sehr gut. Man hat alles an einem Ort. Man hat eine direkte Übersicht und man kann vom PC oder eben von jedem Handy drauf zugreifen. Eine App, mit der ich gern auch Projekte organisiere oder To-Do-Listen sortiere, ist Trello. Da könnt ihr verschiedene Projekte eben anlegen und könnt dazu wiederum Checklisten integrieren. Ihr könnt ganz einfach die auch verschieben und euch so organisieren, wie ihr wollt. Besonders gut, wenn sich einfach ein paar To-Dos oder ein paar Projekte verschieben oder in andere Kategorien einbeziehen lassen, dann kann man das sehr, sehr einfach und schnell direkt anpassen. Und nun zur letzten Kategorie, die sich mit Social Media befasst.
Wenn ich Reels schneiden möchte und dies nicht direkt in der App tun will, dann habe ich seit neuestem für mich CapCut entdeckt. Da funktioniert das Reels-Schneiden sehr, sehr einfach, sehr, sehr schnell. Es gibt auch Audios, die ihr nutzen könnt und vor allem ist die App kostenlos, was mir immer sehr, sehr gut gefällt bei sowas. Und ja, also CapCut lohnt sich mal anzuschauen, wenn ihr viele Reels postet oder viele Reels produziert. Für meine Story erstelle ich manchmal so Collagen von Shootings und da nutze ich am liebsten StoryArt. Die App nutze ich auch schon sehr, sehr lang. Sie ist ebenfalls kostenlos. Es gibt aber auch Optionen, wo ihr Templates kaufen könnt. Müsst ihr aber nicht. Es gibt halt auch kostenlose. Die sind auch sehr, sehr schön aufbereitet. Es gibt verschiedene Themen oder ganz, ganz schlichte. Und ja, auch diese App funktioniert super einfach, super schnell und die Ergebnisse gefallen mir jedes Mal. Auch mit der App lässt es sich super schnell und unkompliziert arbeiten. Und das ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich wichtig, wenn es um solche Spielereien geht, die eben mit Social Media meistens zusammenhängen. Dann will ich, dass es einfach ist und unkompliziert. Ich will, dass es schnell geht und am liebsten auch kostenlose Versionen gibt. Als letztes kann ich euch hierfür die App Scroll nennen. Die habe ich zwar noch nicht ausgiebig getestet, aber das will ich in Zukunft mehr machen, denn diese App soll super sein, um so Slider zu erstellen, so Carousels für Instagram, die nicht einfach nur Bild, 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 Bild darstellen, sondern eben zum Beispiel ja, eine Collage, die scrollbar ist, erstellen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dafür ist Scroll halt super geeignet. Und auch hier gibt es eine kostenlose Version. Ihr könnt aber natürlich auch die Vollversion kaufen. Das waren meine Tipps rund ums Thema Software und Apps, die ihr in Verbindung mit Fotos und Videos anwenden könnt. Wie ihr gehört habt, viele der Anwendungen existieren auch als kostenlose Version. Also lohnt es sich da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, gerne einen Daumen hoch zu geben. Schreibt gerne einen Kommentar. Vergesst nicht zu abonnieren. Das Übliche. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss. Bis dann. Bye.